Folgendes solltest du mit jeder deiner Tonmassen tun. Haufenweise Ton, den man verwendet. Ganz viele Sorten und jede von denen verhält sich anders beim Trocknen und beim Schwinden. Darum empfehle ich euch, macht euch zu jedem Ton ein ganz bestimmtes Tonplättchen, eine sogenannte Schwindungsprobe. Stellt euch vor, ihr wollt eine Ölflasche machen und solch einen Verschluss drauf stecken. Ihr habt den Durchmesser und wisst nun nicht, wie groß die Öffnung der Flasche sein muss. Dafür braucht man das sogenannte Schwindungsmaß. Ton wird halt kleiner, wenn er trocknet und wenn er gebrannt wird. Und da der Tonverkäufer nicht weiß, bei welcher Temperatur ihr brennt, müsst ihr diese Information euch am besten unter euren Bedingungen selber holen. Ihr walzt einfach ein Stück Ton aus und macht auf diesem Ton eine Markierung, und zwar einen Strich, der genau nach 100 mm oder 10 cm hier so einen Marker hat. Vermerkt noch, welche Tonsorte es ist, dass ihr euch das merken kann. Einfach reinritzen und dann lasst ihr dieses Plättchen trocknen. Hier habe ich so eins, das habe ich gestern gemacht und trocknen lassen. Hier seht ihr nun diese 10 cm Strecke und ja, sie ist auch um einige Millimeter schon zurückgegangen. Das, was wir jetzt noch machen, wenn dieses Tonplättchen trocken ist, wir merken uns die Trockenschwindung. Ich mache in dem Fall einfach auf dieser Linie nochmal 10 cm. Dann kann ich später Trockenschwindung und Brennschwindung auf einmal ersehen. Ich könnte auch messen und einfach aufschreiben auf dieses Plättchen, wie groß die Trockenschwindung war. Hier haben wir mal so ein gebranntes Beispiel, die Sorte, dann wie viel Schamotte, welche Menge der Schamotte ist, und das ist jetzt 9,1 groß. Und dann weiß ich, hier gibt es 9% Schwindung. Ihr könnt auch diese Plättchen gleich für Klausurproben nehmen und hier habe ich einfach reingeschrieben, wie groß die Schwindung ist. Sollte man von jedem Ton haben.